Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Und ja, wir haben unseren neuen Fall in elysianischen Gefilden und ich finde dieses Wort elysianisch immer noch brutal schwer. Und ja, wir haben Hinweise auf einen Serientäter, der schon mit unserem anderen Fall irgendwie in Verbindung gebracht werden konnte. Anscheinend haben wir den falschen eingebuchtet, obwohl ich mir bei Matthew Ryan so sicher war. Wir sollen jetzt nicht zu irgendwie einem Leland Monroe fahren, der unter Verdacht steht, mit einer Reisegesellschaft, weil das ist so ein hohes Tier, ein Freund vom Bürgermeister und vom Chief. Ein sehr guter Freund, sondern wir fahren jetzt erstmal zu irgendeinem... Wo fahren wir jetzt wieder hin? Gott. Zu irgendeiner Bar war das, ne? Warte mal. Orte. Rancho Escondido. Scheint irgendeine Bar zu sein oder so. Einfach mal hier mitten auf der Straße stehen bleiben. Wir können das, wir sind Cops. Wir dürfen das. Ja, Herschel ging das auch sehr nahe. Herschel hat gesagt, er will diesen Drecksack dingfest machen. Er glaubt uns anscheinend, dass es im letzten Fall auch ein anderer war als den wir festgenommen haben. Und letztendlich muss man dann echt mal sagen... Ja, halt deinen Scheiß auf der Straßenverbrechen. Irgendwie sind wir ja schon ganz schön die Kacknaps, ne? Wir buchten immer die falschen Leute ein. Gut, letztendlich kriegen wir immer die Bieger anscheinend, aber der hier ist ja auch noch nicht gefunden, der Täter. Von daher schauen wir jetzt erstmal, ich weiß zwar nicht, was Herschel da wollte oder will jetzt, wo wir hinfahren, weil habe ich noch nirgendwo gehört, gelesen oder sonst was, aber der ist schon so lange im Dienst, der wird schon recht haben, der Herschel. Ist auch ein sehr sympathischer Kerl, wie ich finde, muss man einfach mal so sagen. Das war knapp. Bin stolz auf mich, noch keinen Unfall gebaut, ey. Rancho Escondido. 10 vor 3. There are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Okay. Was zur Hölle? Was ist das denn jetzt? I'm not gonna tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, sir. dickhead. Now step back, or I'll lock you up for a Smart fray. mouth son of a bitch. Was ist denn hier los, Alter? Okay. Und es eskaliert plötzlich völlig. This is not befitting a GI. Bong, bong, bong. King of Strong Style, Cole Phelps. Was geht denn hier ab? Stand down. Wie viele Leute prügeln sich denn hier auf einmal? Was ist los mit euch? Kinder! Had a bad break. This isn't the answer. Was ist denn los hier? Was wollen die denn von uns alle? Bam! Uppercut! Was ist denn hier auf einmal los? Ist das eine Sekte oder was? Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay then. Let's see if there's anything left to take a look at. Hier ist wieder so ein Brand, Alter. Was war das, Alter? Was ist hier für ein Grundstück? Ist das irgendwie eine Bar oder eine Kirche oder so gewesen? Okay, von hier kommen wir nicht rein. Auf einmal eskaliert es hier völlig. Meine Fresse. Okay. Hier ist nichts. Hier auch noch nicht, aber hier ist doch irgendwas. Alter! Okay. Wie viele verfickte Hausbrände gibt's denn bitte hier? Aber wir haben doch nur den hier jetzt gerade, ne? Der ist doch nur wichtig. Wir müssen doch jetzt nicht alle abklappern da, oder? Das wäre hart. Okay, was haben wir hier? Eine Zeitung. Schade. Ich hätte gedacht, aber nein. Kommen wir da rein? Nee. Okay, hier haben wir noch nichts gefunden. Hier spielt die Musik wieder. Ist hier irgendwas? Okay, hier ums Gebäude habe ich jetzt nicht. Doch, da ist was. Ein loser Stein. Okay, was ist da? Mortar is like dust. Is that normal in a fire? You'd expect some shrinkage in the heat, but it looks like the cement barely adhered to the brick. Doesn't appear to be any wall ties either. This thing looks like it was built on the cheap. Aha. Das ist ja schon mal ein Hinweis. Okay. Und die Mauer bricht ein.
If we're paying a visit to Elysian and ruining my career, let's bite the bullet and get on with it. Okay, jetzt will Herschel doch zu Elysian Fields. Das ist sehr strange. Sind das die Leute, die das Gebäude gebaut haben? Ja, deutet doch alles auf diese Elysian Fields hin. Oh Gott, wenn wir jetzt mit den Leland Monroe reden, ne? Ich sehe das schon kommen, ey. Da gibt's aber richtig hart aufs Maul. Ja, dann hinter. Aber Herschel ist seine Karriere jetzt anscheinend auch etwas egaler geworden. Er möchte den Fall geklärt haben. Alter, hier brennt alles. Alles! Guckt euch das mal an! Die Typen müssen wir einbuchten, Alter. Die Kerl müssen wir echt einbuchten. Die müssen wir von den Straßen nehmen. Der ist ja krank. Ja, ich weiß, es ist hier ein bisschen komisch, aber chillt, Leute. Ich bin ein Cop. Oh, der Oldschool-Funksprecher. Ja. Der Oldschool-Funksprecher war gerade wieder da. Okay, das ist wirklich sehr strange. Und hier wieder so ein Neubaugebiet. Freunde, das ist ja alles mir irgendwie nicht geheuer. Naja. Schauen wir uns mal an, was der Leland Monroe dazu zu sagen hat. Mittlerweile glaube ich irgendwie so ein bisschen, er steckt damit drin. Auch wenn uns das den Kopf kosten könnte und uns endgültig den finalen Schlag geben könnte für unsere Cop-Karriere. Ja, chill, Herschel. Das war der erste kleine Unfall hier in dem Fall. Normalerweise ist das viel schlimmer. Frag mal Rusty, Stefan und... Na, frag lieber nicht Roy. Elysian Fields. 5 nach 1 am Nachmittag. So, und jetzt bin ich mal sehr gespannt. Rein da. Und schickes Gebäude auf jeden Fall. Ich möchte zu Leland Monroe. Detectives Phelps and Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. There are 2 police officers here to see Mr. Monroe. Send them through. Okay. And that's our cue. Thanks, ma'am. Gentleman wie eh und je. May I help you, gentlemen? Ja. We'd like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Casino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Aha, er hat das mit angehört. Okay. Wenn Sturkopf auf Sturkopf trifft, Dickkopf auf Dickkopf. Alter, was ein Like Büro. a cigar. Drink, boys. Sure, I'll have a scotch. Biggs! Aha, guck mal. Was haben wir denn hier? Modelle irgendwie? Krass, Alter. Krass. We're investigating a series of domestic fires, Mr. Monroe. It's terrible, boys. How can I help? Leland Monroe 52? Er sieht aus wie Mitte 60, ey. Wenn wir den Typen mal eben gesehen haben, der 50 Jahre alt war bei der Befragung, der Nachbar von den Brandopfern. Naja, dann fragen wir jetzt mal wirklich die harte Frage. Wie ist die Verbindung zwischen Elysian Fields und den Bränden? Weil die ist irgendwie vorhanden. Elysian Fields and Suburban Redevelopment Fund flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. Can you imagine the current demand for housing? So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybills. Er grinst so komisch. Ah, der ist nicht schwer. Man sieht seine Augen auch kaum. Ich kann da nicht viel drin lesen. Er ist nicht so leicht
zu durchschauen. Aber die Wahrheit ist das nicht. Und mein Bauchgefühl sagt einfach, unser beliebter alter blaue Knopf anzweifeln. Einen richtigen Beweis ergeben habe ich ja nicht, ne? Ich bin ja hier, um Beweise rauszufinden. Von daher. We found a family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Point is, every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? Recht hat er. Aber wieder keine Antwort bekommen. What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island? My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Sich verarschen? Hier gibt's doch hier ganz klare Flugblätter. Da. Da will ich doch verarschen. Level with me, Mr. Monroe. You know all about the vacation offers. You can believe whatever you like, son. You're missing the vital ingredient called proof. Sicher? Also wir haben doch hier ein Flugblatt, was uns ganz klar sagt, hier. Your face is all over the flyers, Das ist echt Mr. so. Monroe. You know about the prizes, and you're aware that they get given to holdouts. My face is the brand. It's on all our advertising. Did you know that the mayor and the chief of police are part of the Suburban Redevelopment Fund? You want to accuse them of murder as well? Profitgeier haben wir Errungenschaft freigeschaltet, okay. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. Das stimmt doch auch nicht, oder? Es stimmt doch auch nicht, dass er um die rumarbeitet. Das glaube ich ihm nicht. Das glaube ich ihm nicht. Du sagst nicht die Wahrheit, ja? Du guckst auf weg, du Drecksack. Come on, Mr. Monroe. You expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles smack bang in the center of it? Progress is an inexorable process, detective. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the wastebasket of history. To answer your question, yes, we would build around them if we had to. Most people see sense. Okay. Und was sagst du zu dem Brand hier? What's Elysian Fields' involvement in Rancho Escondido? One of our latest housing developments. It was due to open on the weekend, or was before the unfortunate conflagration. It met with building code regulations. Absolutely. Only the best for our returning heroes. Du scheiß Lügner. You're lying, Monroe. There's something out of kilter about that development. Son, I've had enough of you and your fidgety friend. There's no way in hell you can prove that my materials were inferior. Nein, ich war da. Glaubst du, ich war nicht da? I'm no expert, but I think we'll find that the bricks being used on those houses are undersized and the mortar is faulty. And there's no wall ties connecting the masonry to the frame. Every building is built to a budget, boys. Those buildings were inspected and fully insured by California Fire and Life. Investment of that magnitude demands it. Do you think that they'd vouch for the buildings without examining them? The arsonists, do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think so. The contractors I use for waybills, you suppose it could be any of them? I have a list of their names if it would be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund?
Glad to be of help, officers. Droht er uns auch noch, Alter. Any of these names ring a bell? Was? Guck mal hier. Tatsache. Herbert Chapman. Herbert Chapman is on this list. Find the phone. We need to know where we're at with Chapman. Was zum Fick? Wir brauchen ein Telefon. Your boss is a fine man. Ja. Ist hier ein Telefon? Lady, wir brauchen ihr Telefon. Operator, give me R&I. That's the cop who caught her. Putting you through now. Der alte Fall. Phelps, 1247. Von damals, wo wir von Fahrerflucht ausgegangen sind. How can I help, Detective? Can you check whether we are still holding a Herbert Chapman? Let me find out for you. Ist He was wirklich released this morning, Detective. Laber. I'm sorry, Detective. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, ma'am. Laber. Ist wirklich Herbert Chapman der Serienbrandstifter? Hallo. Ach, cool. Roy? Alter. Jetzt wird's eskalieren, oder? Buy me a drink, Cole? No. Not even for old time's sake? Not even for that. You're not gonna ask me why I'm here? I wouldn't give you the pleasure. We'll get around to it. She's in fine voice this evening. I wonder how the commander would feel about... Save the threats for someone who cares about them, Roy. You're breaking my heart, Cole. You know how I feel about you. Stay away from Elysian Fields. I should have known that you were playing errand boy. You and your doofus partner. You have been warned. Thanks for your cooperation, officer. I love you. Stay away. You have no idea the type of people that are involved in that company. I have a pretty good idea, Roy. The same kind of people that sent you here. Your investigation is finished. Homicide will be taking over from here. I've heard we've had a spate of grass fires in the hills that you and that hunchback might be able to handle. Thanks for the drink, Cole. Alter. Wie korrupt. Er ist das Apartment. Viertel vor 9 am Get the Morgen. message about Monroe? Yeah, Earl delivered it. You? McKelty. He started making noises about my pension. Sorry about that, Herschel. I didn't mean to drag you into this. Save it, Phelps. Monroe's an asswipe. And so was Earl. And so was McKelty when it's all said and done. KGPL calling the car 11K, 11K. 11K, go ahead. 11K, the last known address of suspect Herbert Chapman is 650 North Kingsley Drive in Wilshire. Roger that, KGPL. 11K en route. Let's go pick him up. You fought at Sugarloaf, didn't you? I did. But I don't like to talk about it. You come across a guy called Jack Kelso out that way? You know Jack Kelso? He's an insurance investigator over at California Fire and Life. Our paths cross from time to time. For some reason, seeing you makes me think of him. Has, Jack spoken to you about his experiences on Sugarloaf? Or the rest of the campaign? Jack keeps stum just like you do. I know what it feels like to get back from conflict. You gotta respect that. Der Drecksack Roy, das LAPD wird doch immer korrupter. Also, da gibt es doch irgendeine Verschwörung. Das muss doch einfach so sein, oder? Es kann nicht angehen, dass wir klare Hinweise auf Elysian Fields haben. Und wir dann, ja, weggeschickt werden davon. Unsere Untersuchung für beendet erklärt wird.
Und Roy Earl den Potenjungen macht, der auch niemals in seinem Leben was erreichen wird. Außer der kleine Junge sein, der alle verpetzt. Wie damals Disneys große Pause war es, ne? Hier, wie hieß der Kleine? Der rothaarige Lockenkopf da, der Lehrerin da immer den Gar ausgemacht hat. Mensch, wie hieß er? Randy? Nee. Hieß er so? Ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Naja, auf jeden Fall so einer wird Roy Earl werden. Niemals in seinem Leben was groß erreichen. Sondern nur immer den kleinen Botenjungen spielen und für andere die Drecksarbeit machen. Was ein Drecksack, der Roy. Mensch, Cole hat sich noch gut unter Kontrolle gehalten da im Club. Aber das kann er nicht auch noch gebrauchen, eine Prügelei, die dann in die Zeitung gerät mit Roy Earl. Letztendlich will Cole die Welt ja nur besser machen. Er ist ein Cop. Aber das LAPD scheint sehr korrupt zu sein. Politik ist halt einfach das, was im Leben am wichtigsten ist anscheinend. Überall. Ich finde das sehr interessant. Aber es ist auch nicht schön. Ja, Herbert Chapman ist er unser Täter. Ich bin mal gespannt, was wir von ihm erfahren werden, wenn wir auf ihn treffen. Und wir sind auch schon gleich da. Hätte nicht gedacht, dass so ein Typ wie er eine Bude hat. Ein Apartment hat, aber anscheinend hat er eins. Oder hatte. Ich weiß es ja nicht. Schauen wir uns aber mal genauer um jetzt. Chapmans Apartment. 20 nach 9 am Morgen. We're looking for Herbert Chapman. I'm looking for him too. I need him to move his car so I can mow the lawn. He's definitely not here. I've been banging on his door off and on for a couple of hours. Yeah, he's out somewhere. There's some kind of problem. Let's take a look at the car. Okay, und wir sollen das Auto untersuchen. Dann natürlich erstmal den Kopf. Let's see what he's hauling around. Kinder. Ne. Flugblatt. I think his name is Phelps. He brought in that case that definitely gives him opportunity. Auf jeden Fall. Was haben wir da? Munition? Für ein Automatikgewehr? Metalldurchschlagene Kugel? Was zum Fick? Rauchfreie Zentralfeuerpatronen. We should revise the APB. He's clearly armed. Du Scheiße. Okay, ich habe ihn erst für einen wahnsinnigen kleinen Kriminellen gehalten, aber der Typ hat's wohl echt in sich. Auch gegen Mücken und seinen Fliegen von drin und draußen. Ja, und wir haben ja erfahren, wofür das gut ist. Motive, opportunity and hard evidence. Alter. Okay, der Typ ist krank. Hold it, Cole. There he is. It's Chapman. He's coming out of the laundromat. Oh, Tatsache. Shit. He's seen us. Cops. Again. Was zum Fick? Son of a bitch, he must have caught the trolley. We gotta move fast, Cole. Er ist bewaffnet in der Straßenbahn. Get some cars dispatched. Car 11K calling KGPL. Alter! Go ahead, 11K. Holy! 11K requesting assistance. In pursuit of suspect aboard the 1110 University streetcar, currently heading east on Melrose Avenue. Advise all units. Suspect is in control of car and driving dangerously. Roger, 11K. All units. Officers need assistance on Melrose Avenue. A suspect aboard the 1110 University streetcar headed eastbound. Approach with caution. Suspect is in control of the streetcar and driving dangerously. Holy moly, Alter, wie viel... Yo! Was geht mit dem Jungen? Was geht mit dem Typen? Okay. Der Typ ist krank. Ich glaube, wir haben unseren Guy gefunden. Herbert Chapman. Wie können wir die scheiß Straßenbahnen anhalten? Oh Gott! See if he can damage one of the wheels. Might act like a brake and slow the thing down. Naja. Das sollten wir wirklich versuchen, aber erstmal müssen wir da wieder rankommen. Alter, ist der Typ krank. As soon as he ditches the tram, we'll be there to grab him. Alter, ist der Typ krank.
Wir müssen irgendwie auf die Räder halten. So können wir das... Da haben wir es schon. Ja, ich bin doch schon nah dran. Okay. Look, Cole, the side plate's gone. Oh Gott! End of the line, you little prick. Come on, Cole. Da ist er. Da ist er. Holy! Looks like we have our man, Cole. Well done. I'm not so sure. Chapman seemed to have his own agenda. There seems to be more to this than a personal vendetta. What are you talking about? The fires benefit Elysian in some way. I don't see Chapman and Monroe working together. You have a point. The evidence is good for Chapman. It's hard to be worrying about his side of the story when he's blasting away with that big 45. Ich musste ihn erschießen, der kam da raus. Put yourself at considerable risk stopping that trolley and probably saved a lot of lives. Anyone else but you, Phelps, and you'd be up for a bravery award. We've had our eyes on that slippery son of a bitch Chapman for as long as I can remember. I couldn't be happier than to wipe him off the scoreboard. I hope this puts to bed that crazy stuff you had going about Leland Monroe. What were you thinking, Phelps? We'll be calling Richard Nixon a crook next. Lach du mal weiter. Fall ist gelöst einfach so? Nee. Ah. Cole und Elsa wieder. Der hat sich echt verguckt in die Alte. What is it? A letter from Lou. His insurance policy named me beneficiary. California Fire and Life. You worked for Elysian? The roof that he was working on collapsed. It's a very generous settlement. Elsa, I'd like you to do something for me. I think there's something dirty about Elysian Fields. What has that got to do with Lou? I want you to reject this settlement. I want you to go and see an investigator named Jack Kelso and ask him to make some inquiries about Lou's case. Isn't this police work? Do you want to find out what happened to Lou? Why would he help this Kelso? Jack won't be able to help himself if he smells a rat. He's a friend of yours? He hates my guts. Elsa, you could take this money and let them get away with it, or we could get Jack's help and do something about it. Why not be honest with this man, Cole? He deserves your honesty if you want his help. Believe me, Elsa, I'd like to level with him. I really would, but it's too late. Years too late. Wieder geht's um Jack Kelso. Interessant, jetzt bringen wir noch unsere eigene Geliebte in Gefahr. A Walk in Elysian Fields. Ja, in elysianischen Gefilden. Fall ist abgeschlossen, 5 Sterne. Chapman nimmt sein Motiv und alle möglichen Verbindungen zu Monroe und Elysian mit ins Grab. Elysian, wie ihr es nennen wollt. Mein Gott, was ein schweres Wort auf Englisch. Gefundene Hinweise 13 von 13, 8 von 8 Fragen richtig. Recht kleiner Fall, 5 Sterne. Aber ja, ich glaube auch nicht, dass es Chapman war. Ich glaube es auch nicht. Die Frage ist nur, oh Gott, mit Jack. Jetzt ziehen wir Jack und Elsa noch mit rein. Wir ziehen hier Unschuldige mit rein, Cole. Herschel auch schon. Nicht deine Geliebte, deine Frau. Oh Mann, ich halte das für keine gute Idee. Schau mal an, wie es jetzt weitergeht. Und was unser nächster Fall ist. Ein Streichholzhaus. House of Sticks. Nicht der DLC-Fall, der letzte. Da ist doch unsere Elsa. Mr. Kelso? That's what the sign on the door says, miss. Okay, Elsa Lichtmann. Spielen wir jetzt Jack? Elsa Lichtmann. Ja, das haben wir alles gelesen. Dir, sehr geehrte Miss Lichtmann, bezüglich der Angelegenheit Police Nummer bla bla und dem
plötzlichen Tod von Mr. Louis Jan Buchweiter informiere ich Sie mit diesem Schreiben darüber, dass Sie zur alleinigen Anspruchsbeteiligten von Mr. Buchweiter bla bla bla. Beigefügt finden Sie einen Scheck von über $20.000, dem maximal auszahlenden Betrag nach Klausel 4a. Der Life Care Risikolebensversicherung von Mr. Buchweiter. Wenn Sie den Auszahlungsbetrag anfechten möchten, melden Sie sich bitte per Rückantwort oder telefonisch während unserer Geschäftszeiten in unserem Verwaltungsbüro. Mit bei Liebigkeitsbekundungen, Lebensversicherung bla Clarence W. Fleming. Miss Elsa Lichtman. Zahlen Sie den Betrag $20.000 an Miss Lichtman aus. There's no need to come into the office, Miss Lichtman. If you accept the settlement, all you need to do is sign here. Ja, aber... I don't accept this. What do you mean you don't accept? I think you're pushing your luck, lady. This seems to be a ridiculously generous settlement. A $200 policy with a $20,000 payout? You should... I don't want the money. What do you mean you don't want the money? I want you to investigate this case. I feel my friend may have been the victim of foul play. Okay. Let me get the case file. Ey, ich spiele anscheinend jetzt echt Jack. Krass. Da haben wir Jack. Oh Gott, so viel zu lesen. There's got to be more in these files. Ja, warte mal. Ich will mir erstmal hier den Grundriss. Interessant. Okay. Eigentumsadresse Normandy Avenue, Elysian Fields. Versicherung gegen Verlust und Schaden bis zu $900? Okay. Eigentümerstadt Los Angeles. Die Nummer, Police Number. Gut, da haben wir nichts. Dreh das mal weg, bitte. Okay. Versicherungspolice Nummer. Ja. Muss ich jetzt nicht vorlesen. Louis Jan Buchweiter verstarb bei dem Ausführen einer Tätigkeit für Elysian Fields Development, als das Dach des Hauses, an dem er gerade arbeitete, einstürzte. Du Scheiße. Am Dienstag, den 28. Januar um ca. 8:30 morgens stieg Mr. Buchweiter auf die Dachkonstruktion eines Hauses im Normandy Avenue Baugebiet, als ein Fehler im Firstbalken diese zum Nachgeben brachte. Zeugen sagten aus, rutschte Miss Balter aus, versuchte Mr. Buchweiter, indem er blablabla, deren festhielt, dieser brach jedoch. Mr. Buchweiter fiel ungefähr aus 7 Metern Höhe auf den Boden. Sein Fallgewicht führte dazu, dass mehrere Deckenbalken zerbrachen und zusammen mit einem Teil des vorgefertigten Dachstuhls nach innen fielen. Okay. Eine spätere Autopsie ergab, dass Mr. Buchweiter einen Schädelbruch erlitt, der vermutlich entstand, als er mit dem Kopf auf einen der Dachbalken aufschlug. Alter. Die herunterfallenden Holzteile führten zu schwerwiegenden inneren Verletzungen und er verstarb ungefähr 10 Minuten nach dem Dacheinsturz an inneren Blutungen. Meine Güte, so schnell kann man doch gar nicht vorlesen. Unabhängige Gutachten des Firstbalkens und Dachstuhls ergaben, dass Mängel am Holz vor der Installation nicht erkennbar waren. Zeugen berichteten, dass Mr. Buchweiter alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen beachtet hatte wahrscheinlich, getroffen hatte. Nach Meinung des Ermittlers war der Tod von Louis Jan Buchweiter eindeutig ein unvermeidbarer Arbeitsunfall, bei dem Elysian Fields Developments keine Schuld trifft. Die Versicherungssumme dieser Police sollte in vollem Umfang an die angegebenen Anspruchsberechtigten ausgezahlt werden. Timothy L.A, leitender Versicherungsermittler. 1. März 97. Sounds like your friend took a hell of a fall. Sorry for your loss. Interessant. Aber hier ist ja nichts mehr, ne? Naja, hier
ist nichts. Do you mind if I ask you a couple of questions? Of course not. Okay. Und Fragen stellen. Alter, wo kann ich denn den Part beenden? Meine Güte. Irgendwo will man noch den Part jetzt mal beenden. Passt mal auf, Freunde. Wir machen jetzt hier einen kleinen Cut und machen gleich mit der Befragung von Elsa Lichtmann weiter, okay? Von daher, bis zum nächsten Part hatten wir einen schönen Resttag. Bis dahin, haut rein. Anscheinend schon wieder Jack Kelso. Alles überschlägt sich. Hilfe!